am speaking the language of my reality. Images expressed, the distinctions between. My experience of moments of illegality and the slanted views of what they mean. To me, it's about the choices we're making, the lives we're leading, and the futures we're creating. We are a generation raised on media, an image nation that sees the biased news, the many truths, and yeah, buys sweatshop shoes. Whose stories are being told? Whose stories are still owned by the 10 o'clock blues? And whose stories am I telling in my privileged shoes? White, hippie, suburban, family, business, pharmaceutical, industry, dollars and stress, love that paid my way, sourced my days. Ist nicht so, wie wir uns das eigentlich wünschen, so wie die sogenannte Sicherheitskonferenz ja immer bedient wird, so muss doch sicherlich ein jeder anerkennen, dass die Friedenskonferenz mit jährlich mehreren hundert Besuchern und hochrangigen Gästen aus der Friedensszene zu einer einzigartigen Friedensveranstaltung geworden ist. Sie hat sich längst als eine eigenständige, als eine überparteiliche Institution etabliert und bietet mit pazifistischen Inhalten einen qualitativ hochwertigen Gegenentwurf zur Münchner Sicherheitskonferenz, deren Sicherheitspolitik nach wie vor eindeutig militärisch dominiert ist. Ich traue mich sogar zu behaupten, dass die friedenspolitischen Verbesserungen auf der Sicherheitskonferenz nicht zuletzt eine Folge der jährlichen Friedenskonferenz ist. Denn die Dominanz der militärischen Kräfte auf der Sicherheitskonferenz hat ein bisschen ab und die Präsenz der Politik, der zivilen Kräfte hat seit 2003 zugenommen. Und dass die Reden der Sicherheitskonferenz einmal live übertragen werden und dass Beobachter aus der Friedensszene in den sonst so schwer abgeriegelten Bereich im Bayerischen Hof eingeladen werden, das hätte sich vor 10 Jahren wohl so niemand gedacht. Letzteres ist nun immerhin schon zum 4. Mal der Fall. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser runde Geburtstag bietet freilich auch einen hervorragenden Anlass, zurückzublicken. Erinnern wir uns also an die ersten Zeiten vor der Friedenskonferenz, als die Sicherheitskonferenz ja noch den Namen Wehrkunde-Tagung beziehungsweise ab 1991 dann den euphemistischen Namen Konferenz für Sicherheitspolitik trug. Sie fand komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und provozierte alljährlich großen Protest, nicht nur von Rüstungsgegnern und Friedensbewegungen. 2001, nach dem tragischen Attentat auf das World Trade Center in New York, rief George W. Bush den War on Terror aus und der Frieden schien weltweit in Gefahr. Die Menschen waren verunsichert, das Konzept der Militärstrategen war plötzlich unbrauchbar geworden für diese neue Situation, in der die Bedrohung nicht mehr von einzelnen Staaten, sondern von nicht eindeutig identifizierbaren und lokalisierbaren Akteuren ausging. Die Proteste gegen die Sicherheitskonferenz und die NATO nahmen weiter zu und 2002 wurden über 750 der protestierenden Menschen in Gewahrsam genommen. Das Münchner DGB-Haus, wir erinnern uns, wurde für mehrere Stunden von der Polizei umstellt und es kam bundesweit zu Hausdurchsuchungen. Im Vorfeld der Konferenz für Sicherheit 2003 wurde diese Unruhe durch den bevorstehenden Einmarsch der Bush-Regierung in den Irak weiter angeheizt. Und Sie erinnern sich sicherlich, wie Joschka Fischer dem damaligen US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld auf der Konferenz für Sicherheitspolitik hier in München auf den Kopf zusagte, er sei nicht convinced, also nicht überzeugt von der Darstellung, der Irak sei im Besitz gefährlicher Massenvernichtungswaffen. Und letzteres
hat sich im Nachhinein leider bestätigt und wir alle wissen, dass der völkerrechtswidrige Einmarsch in den Irak und den daraus folgenden Krieg unbestritten ein ausgesprochenes Negativbeispiel für militärische Sicherheitspolitik darstellt. Dazu, meine Damen und Herren, brauche ich nicht einmal die Namen Abu Ghraib oder Guantanamo aussprechen. Und der Irakkrieg belegt nicht zuletzt auch, wie das Konfliktpotenzial im Kampf um Ressourcen zunimmt. Jedenfalls war es genau diese Zeit der allgemeinen Nervosität am Vorabend des Irakkrieges, der die Friedenskonferenz aus der Taufe hob. Professor Hans-Peter Dürr, unser Münchner Ehrenbürger, und Frau Dr. Susan George sprachen schon auf dieser ersten Friedenskonferenz im Februar 2003 und legten, wie man der Dokumentation von damals entnehmen kann, schon damals die Situation im Irak ganz präzise und richtig dar. Und ich höre sie förmlich seufzen, indem sie sagen, ach, hätten wir doch damals schon auf diese beiden gehört. Unter dem Motto, meine sehr geehrten Damen und Herren, Planet Peace, fand außerdem im Rahmen der Sicherheitskonferenz auch eine Kulturveranstaltung in der Muffathalle statt, an der Konstantin Wecker maßgeblich mitwirkte. Und deswegen freuen wir uns, dass wir sozusagen die ersten drei auch heute wieder als Gäste haben zum 10-jährigen Jubiläum wieder bei uns. Ich habe schon seit 2005 die Ehre, Sie alljährlich begrüßen zu dürfen, und ab 2005 zeichnete sich auch die erste Reformbestrebung auf der Sicherheitskonferenz ab. Das Motto Frieden durch Dialog wurde geschaffen und Kofi Annan, der damalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, war mit anwesend. Er hielt dort eine Medaille, die ebenfalls unter diesem Motto stand. Leider war es sowohl dem Oberbürgermeister als auch mir nicht möglich, Kofi Annan auch für ein Grußwort auf der Friedenskonferenz zu gewinnen. Er hat uns leider schriftlich eine Absage erteilt. Umso mehr freue ich mich, dass der diesjährige friedenspolitische Gast der Sicherheitskonferenz, nämlich Gumi Naidu, seines Zeichens Chef von Greenpeace, international ja nachher auch noch bei uns sein wird. Auch das Jahr 2007 ist mir im Gedächtnis geblieben, denn der Organisator der Konferenz für Sicherheitspolitik, Sie erinnern sich noch, Herr Teltschik, antwortete damals im Bayerischen Rundfunk auf die Frage, ob ihn die Demonstrationen gegen die Sicherheitskonferenz stören, Zitat: Es ist die Tragik jeder Demokratie, dass bei uns jeder Mensch seine Meinung öffentlich vertreten darf und dass man politisch Verantwortliche in einer Demokratie schützen muss. In Diktaturen würde so etwas nicht passieren. Soweit der damalige Satz von Herrn Teltschik. Diese Äußerung zog zu Recht massive Proteste nach sich, auch wenn Herr Teltschik sich dann später darauf berief, er sei missverstanden worden. So war es doch sein letztes Jahr als Organisator. 2008 übernahm Wolfgang Ischinger die Organisation der Konferenz für Sicherheitspolitik, die seither den Namen Münchner Sicherheitskonferenz trägt. Dass die militärische Dominanz seither, ich sagte schon, etwas abgenommen hat und die Veranstaltung öffentlicher geworden ist, begrüße ich natürlich sehr, auch wenn es natürlich weiterhin nicht im Sinne der Friedensszene sein kann, dass dort nach wie vor eine Elite aus den wirtschaftlichen und militärisch stärksten Staaten über die Geschicke der ganzen Welt entscheiden möchte und zum Teil auch tatsächlich entscheidet. Und das auch noch auf einer Konferenz, die gar nicht offiziell legitimiert ist. Es ist eine logische Konsequenz dieser Konstruktion, dass die Interessen der Mehrzahl der Menschen auf dieser Erde dort nicht vertreten sind und folglich auch nicht annähernd die Beachtung finden, die angemessen und notwendig wäre.
Jahren fordern wir deshalb eine Politik, die alle Menschen der Erde gleichberechtigt einbindet und eine Sicherheitspolitik, die sich nicht über militärisches Handeln definiert und auf Abschreckung setzt, sondern zum Ziel hat, Konflikte und Kriege langfristig zu verhindern. Und dies setzt eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung, eine faire Ressourcenverteilung und Konzepte ziviler Konfliktlösung voraus. Kurz, Friedenspolitik statt Sicherheitspolitik. Dass dies eine so zeitlose wie auch topaktuelle Herausforderung und Aufgabenstellung ist, hat uns das vergangene Jahr ganz besonders vor Augen geführt. Konflikte um Ressourcen wie Wasser, Boden, Nahrung, Energie werden mit zunehmender Härte ausgetragen und auch die Unglücke in Nordafrika lehren uns viel. Die andauernde Eskalation in Syrien und der militärisch erzwungene Umsturz Gaddafis in Libyen führen uns vor Augen, wie schwierig es ist, in solchen Umsturzperioden einen friedlichen Weg der Konfliktlösung durchzuhalten. Was ebenfalls auffällt, ist, dass die sogenannte Sicherheitspolitik gern vor dem Fehler eigener Ideale, wie zum Beispiel vor fehlender Demokratie, die Augen verschließt und sogar Despoten unterstützt, wenn es der Verfolgung eigener Interessen und vermeintlicher Friedenssicherung dient. Echte Friedenspolitik, meine Damen und Herren, sieht anders aus. Vor diesem Hintergrund plädiere ich dafür, auch die Rolle der Bundesrepublik Deutschland sicherheits- und im friedenspolitischen Kontext kritisch zu hinterfragen. Und ich bin besonders gespannt auf den Vortrag von Frau Dr. Professor Abu Bakr über die Chancen für Frieden und Gerechtigkeit in Ägypten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Frage, wie wir die Spirale der Gewalt entrinnen und wie man sie mit friedlichen Mitteln beenden kann, wird uns also nicht nur, aber doch auch ganz besonders an diesem Wochenende beschäftigen. Antworten auf genau diese Fragen zu finden, ist Ziel dieser Konferenz und deshalb möchte ich hier mit Ihnen und den anwesenden Gästen das Wort überlassen. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Abend dieser Münchner Friedenskonferenz. Herzlichen Dank. Es spricht nun zu uns Hans-Peter Dürr, Ehrenbürger der Stadt München, alternative Nobelpreisträger und Ehrenkurat der Internationalen Münchner Friedenskonferenz. Frieden, Frieden, unsere große Hoffnung. Ist es hoffnungslos? Wenn man heute die Zeitung aufschlägt, hat man den Eindruck, wir haben keine Chance. Aber wir müssen eine Chance haben, weil wir wissen, Frieden ist möglich. Frieden ist so möglich, wie das Leben möglich ist. Und wir sind lebendig. Das heißt, wir haben das Richtige gemacht. Und es ist auch noch in uns drin. Wie machen wir es, dass das Leben der lebendig bleibt? Das hat mit Frieden zu tun. Frieden ist aber nicht etwas, was einfach etwas Ruhiges ist, sondern es ist etwas, was sich dauernd verändert, das dauernd in Bewegung ist, aber die Fähigkeit hat, dass das Verschiedenartige zusammenwirken kann, kooperieren kann und die Möglichkeit hat, durch dieses Zusammenwirken eine Etage höher zu gehen, das Leben sozusagen lebendiger zu machen. Das heißt, in 3,5 Milliarden Jahren von einer chemischen Soße ein Menschen macht. Das kann nicht einfach mit Würfeln passieren, sondern da ist was im Hintergrund, dass das, was wir für den Frieden brauchen, in uns angesetzt ist. Ich muss nicht 7 Milliarden Menschen überzeugen. Ich muss sie nur zu erinnern, warum sie die Chance haben, heute zu leben, warum sie sich zurückerinnern können
dass sie einmal ganz einfach angefangen haben. Ich sage das mit diesem, ich fühle mich ein bisschen erschöpft, weil ich gerade jetzt von dieser Konferenz komme, die über die Frieden, wie heißt es? Die Sicherheitskonferenz zurückgeht. Sicherheitskonferenz hat nichts mit Frieden zu tun. Frieden ist genau nicht sicher, aber es ist dauernd bewegt und es kann durch die Zusammenarbeit eine Balance finden, die uns auch lebendig bleiben lassen. Ich bin deshalb ganz enttäuscht darüber, wenn ich in diese Konferenz einsteige, dass auch nicht ein Wort verloren würde, dass diese Sicherheit ja gar nicht existiert, sondern dass die davon abhängt, dass wir zusammenspielen, dass wir nicht Monopoly spielen, wo am Schluss nur einige übrig bleiben und die anderen sind nicht mehr da. Nein, wir haben im Augenblick Millionen von Gewinnern, die da sind, alle aus demselben Zusammenspiel hervorgegangen sind. Ja. Und dann kommt man herein, wo man sagt, nein, wir müssen uns sichern, indem wir die militärische Seite noch weiter erhöhen. Es ist nie passiert, dass das Mächtige mit dem noch Mächtigeren je sozusagen eine Stabilität gefunden hat, sondern am Ende sind sie eben über sich hereingefallen. Und wir wissen, dass Zerstörung immer bedeutet, dass die Qualität des Lebendigen herabgesetzt wird. Dass alles, weil das wahrscheinlicher ist, am Ende wir uns selbst zugrunde richten, dass es also darum geht, wie wir als Menschheit überleben können. Ich freue mich immer, wenn ich hier in einer Gruppe bin, wo ich weiß, dass Sie so fühlen, wie ich bin. Das gibt mir wieder Mut und sagt, nein, es sind nicht nur die Leute, die hier sitzen, die in diese Richtung gehen, aber sie denken eigentlich, so müsste es letzten Endes sein. Und das erinnert mich immer an diese Weisheit, die tibetische Weisheit, die sagt, ein Baum, der fällt, macht mehr Krach als ein Wald, der wächst. Wir sind alle Teile des wachsenden Waldes. Wir haben kaum festgestellt, dass das, was wir tun, etwas Wichtiges habe. Es ist wegen dem wachsenden Wald, dass wir überhaupt hier existieren und nicht wegen den fallenden Bäumen, die nur zerstören und so fort. Das heißt, obwohl wir kaum sehen, wie wir vorankommen, wir können sagen, weil das Leben ja gekommen ist und sich entfaltet hat, werden wir auch, wenn wir hier weitermachen, gewinnen. Krieg ist nicht möglich. Krieg ist schon die Katastrophe und sie führt uns nicht raus. Und man hat heute den Eindruck, wir sind schon in der Katastrophe drin. Geben wir schon auf? Nein, das sind immer noch Bewegungen da, von der Sie gerade gehört haben. Wir sind nicht bereit, durch Kriege das herzustellen, was einer Weiterentwicklung entspricht. Aber was ist der Grund, warum wir diese Entfaltung der Macht haben? Macht sagt, ja, wir sind sozusagen wertschöpfend. Ist die Macht wirklich von einer Wertschöpfung her? Nein, sie ist da, sondern es ist eine Wertsteigerung, die darin lag, dass man einen Raubbau gemacht hat an der Natur, in der wir sind, von der Erde uns holen, was da in Millionen von Jahrhunderten sich angesiedelt hat, auch die Menschen auszunützen. Aber das geht eben zu Ende, ja, das geht nicht weiter. Wir müssen wirklich etwas machen, wo wir wirklich Wert schöpfen, auch das Wert in diesem Falle auf diese Weise auch definieren. Sicherheit bedeutet, dass wir dem anderen trauen, dass wir einen Verkehr mit dem anderen und nicht nur mit anderen Menschen und mit anderen Kulturen und mit allen anderen eine positive Einstellung haben, dass wir ihnen trauen, auf diese Weise weiterzumachen. Und ich will jetzt hier nicht weitergehen, was mir im Kopf immer noch herumkommt, wie kommen wir aus dieser Situation heraus? Ja?
Wir haben in den meisten Ländern immer noch den Wehrdienst, dass wir unsere jungen Leute ausbilden, sozusagen durch Macht sozusagen das zu erreichen, was man die Sicherheit nennt. Ja? Nein, wir brauchen nicht einen Wehrdienst, wir brauchen einen Friedensdienst. Wir brauchen einen Friedensdienst. Wir brauchen einen Friedensdienst. Wir sind dabei zu sagen, wenn wir schon den Wehrdienst nicht mehr als Pflicht haben, sollen wir zur Pflicht machen von Frauen und Männern, dass sie den Friedensdienst dadurch schaffen, wie man durch Mediation, ohne Gewalt, das sozusagen in Resonanz bringt, was wir brauchen für eine Weiterentwicklung. Und das wäre doch wunderbar, wenn Sie vor jungen Leuten sagen, möchtet ihr Mediation lernen? Das heißt, wie kann man gewaltlos Konflikte lösen? Ja, das wollen wir machen, da wollen wir mitmachen. Und könnten wir das nicht durchsetzen, wo man jetzt jammert, dass nicht Leute bereit sind, den Wehrdienst zu machen? Wunderbar! Dann machen wir mit unseren jungen Leuten, wirklich den Friedensdienst und bringen denen bei, wie wir die heutigen Probleme lösen können, ohne Gewalt, mit Gewalt. Gemeinsam mit dem Richter am Bundesverwaltungsgericht und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von IALANA Dr. Dieter Deiseroth ein völker- und verfassungsrechtliches Memorandum zu den Kriegsdrohungen gegen Iran in den Blättern für deutsche und internationale Politik veröffentlicht. Ich bin sehr dankbar, dass Sie gekommen sind, um uns jetzt das internationale Völkerrecht im Vortrag Zivile Maßnahmen der Vereinten Nationen im Krieg gegen den Terror nahezubringen. Danke sehr. In Absprache mit dem Veranstalter ist das Thema etwas eingegrenzt worden. Also es lautet jetzt zivile, nicht militärische Maßnahmen der UN im Krieg gegen den Terror. Aber ich warne Sie, es ist ein trockener Stoff, es ist Völkerrecht, ein trockener Stoff. Und in Köln, wo ich jetzt lebe, werden zurzeit andere Reden gehalten. Man hat mich sogar geraten, eine rote Nase sowas anzuziehen, aber das wäre dem Ernst der Sache wohl nicht gerecht. Also, Krieg gegen den Terror. Ein Schlagwort und ein ideologischer Kampfbegriff der US-Regierung. Er soll laut Hillary Clinton seit März 2009 nicht mehr von der Obama-Regierung verwendet werden. Die Frage ist, ob damit auch die Missachtung der völkerrechtlichen Standards auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen werden. Einer der Kriege der letzten Jahre, die alle völkerrechtswidrig waren und zumindest mit zweifelhafter völkerrechtlicher Grundlage, 1999 Jugoslawien, seit 2001 Afghanistan, 2003 Irak und 2011 in Libyen. Einer dieser Kriege ist offen als Krieg gegen den Terror geführt worden. Ohne Mandat des Sicherheitsrats haben die USA und Verbündete, darunter auch Deutschland, als Reaktion auf die Verbrechen der 9/11-Attentate unter dem Motto Operation Enduring Freedom im Oktober 2001 einen Krieg gegen Afghanistan begonnen. Tatsachen, welche die USA zur Verteidigung berechtigt hätten, sind niemals belegt worden. Der parallel geführte militärische ISAF-Einsatz von NATO-Truppen beruhte zwar auf einem Mandat des UN-Sicherheitsrats, dieses berechtigte aber nur zur militärischen Unterstützung der eingesetzten Übergangsregierung Afghanistans bei der Aufrechterhaltung der Sicherheit. Der Einsatz wird ja mit Billigung, das wissen wir, mit Billigung des Sicherheitsrats bis heute fortgesetzt, obwohl weder das sogenannte Petersberg-Abkommen und die afghanische Verfassung noch die Karzai-Regierung jemals demokratisch legitimiert worden sind. Allen diesen genannten Kriegen war gemeinsam, dass die angegebenen und die tatsächlichen Kriegsziele wechselten und nicht immer klar zu erkennen waren. Gemeinsam war ihnen auch, dass Medienberichte das militärische Vorgehen weitgehend unkritisch befürworteten. Alternative, nicht militärische Lösungskonzepte sind öffentlich kaum diskutiert worden.
Es muss schon ernsthaft bezweifelt werden, ob Politiker und Journalisten erkennen und auch akzeptieren, dass militärische Gewalt zur Lösung von Konflikten durch das Völkerrecht grundsätzlich verboten ist und nur ausnahmsweise unter engen Voraussetzungen gestattet ist. Völkerrechtliche Grundlage dafür ist die nach dem verheerenden Zweiten Weltkrieg geschaffene UN-Charta, eine der wichtigsten zivilisatorischen Errungenschaften der Menschheit. Mit ihr verpflichten sich alle 193 Mitgliedstaaten, das sind fast alle Staaten der Welt, ich zitiere, den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren und zu diesem Zweck wirksame Kollektivmaßnahmen zu treffen, um Friedensbrüche durch friedliche Mittel nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit und des Völkerrechts beizulegen. Artikel 1. Zentrale Eckpunkte sind 3. Die zwingende Verpflichtung zur friedlichen Beilegung aller Streitigkeiten. 2. Das allgemeine Verbot der Androhung und Anwendung von Gewalt. Und 3. Ein multilaterales Krisenmanagement mit der Möglichkeit, als letztes Mittel Rechtsbrecher mit Gewalt auf die Einhaltung der Regeln der Gemeinschaft zu verpflichten. Das herausragende Organ der UN ist der Sicherheitsrat. Ihm ist die vorrangige Verantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit übertragen worden. Er darf Sanktionen nach Kapitel 7 anordnen, aber nur, nachdem die Mitglieder des Sicherheitsrats gemäß Artikel 39 der Charta förmlich festgestellt haben, dass eine Bedrohung, eine Bedrohung oder ein Bruch des Friedens oder eine Angriffshandlung, in Klammern Aggression, vorliegt. Dabei sind der Friedensbegriff und der Aggressionsbegriff in der UN-Charta nicht definiert worden. Der Begriff Terrorismus taucht in der UN-Charta gar nicht auf. Die UN-Mitgliedstaaten haben sich bisher, obwohl sie schon lange verhandeln, weder auf eine Definition des Terrorismus noch auf eine umfassende Antiterrorismuskonvention einigen können. Ich gehe deshalb von dem Terrorismusbegriff aus, den die Sicherheitsratsresolutionen der den Sicherheitsresolutionen der vergangenen Jahre zugrunde liegt, die an jeweils konkrete Gewaltakte anknüpfen. Für die rechtliche Bewertung, auch völkerrechtliche Bewertung, ist von Bedeutung, ob der konkrete Terrorakt von privaten Personen oder Gruppen verübt worden ist oder ob der Terrorakt einem anderen Staat nachweisbar zuzurechnen ist. Denn nur in diesem zweiten Fall der Zurechnung kann der Terrorakt eine Verletzung des Gewaltverbots nach Artikel 2 sein und damit den betroffenen Staat zur Selbstverteidigung berechtigen. Ist der Terrorakt keinem Staat zuzurechnen, darf der betroffene Staat nur mit polizeilichen oder justiziellen Mitteln reagieren. Der Sicherheitsrat hat weitere Möglichkeiten, mehr Möglichkeiten. Er kann in beiden Fällen, also auch im Falle des privaten Terrors, den internationalen Frieden als bedroht ansehen und Sanktionen anordnen. Aus der Tatsache jedoch, dass er bei terroristischen Akten oder terroristische Akte als Friedensbedrohung feststellt, ist jedoch nicht umgekehrt zu schließen, dass auch eine Verletzung des Gewaltverbots vorliegt. Das ist juristisch ein bisschen kompliziert. In den letzten 20 Jahren hat der Sicherheitsrat schrittweise die alleinige Zuständigkeit für das Einschreiten bei Terroranschlägen für sich in Anspruch genommen. Das ist sehr entscheidend. Die folgenden Sicherheitsresolutionen belegen das, wobei aus ihnen auch bereits die Mittel und Wege des Einschreitens deutlich werden. Es beginnt mit 1992, also es gibt davor schon andere Sachen, die es so leicht andeuten, aber man kann die Entwicklung mit 92 beginnen lassen, vor 20 Jahren. Da hat er in der Resolution 748 wegen der Nichtauslieferung der mutmaßlichen Attentäter von Lockerbie ist er gegen Libyen vorgegangen, hat sich auf Kapitel 7 berufen und die Verhinderung von Handlungen des internationalen Terrorismus als essentiell für die Wahrung des Friedens und der Sicherheit bezeichnet. Das hat er 1999 aufgegriffen mit einer Resolution 1267. Da hat er weitreichende Sanktionen gegen das Taliban-Regime in Afghanistan beschlossen. Als Begründung wurde angeführt, dass die Taliban die Ausbildung von Terroristen und die Vorbereitung terroristischer Anschläge ermöglichten. Die Verhinderung des Terrorismus sei wiederum essentiell für die Wahrung des Friedens und der Sicherheit. Angeordnet wurden Flugverbotszonen für die Flugzeuge, das Einfrieren der Bankkonten und des Vermögens der Taliban und ein Sanktionskomitee sollte die Durchführung kontrollieren. Später kam dann noch
Reiseverbote dazu, Waffenembargos und der Personenkreis wurde vergrößert. Sanktionsausschüsse des Sicherheitsrats, die es auch heute noch gibt, führen umstrittene Listen von Verdächtigen, gegen die alle UN-Mitgliedstaaten einzuschreiten verpflichtet sind. Alle. Ebenfalls im Jahre 1999 forderte der Sicherheitsrat mit einer weiteren Resolution die Staaten allgemein zur Bekämpfung des Terrorismus und zum Abschluss einer internationalen Antiterrorismuskonvention auf, die ja bisher nicht zustande gekommen ist. Dasselbe wiederholte er einen Tag nach 9/11 am 12.09.2001, wobei er die Terroranschläge als kriminell und als Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit bezeichnete. Mit der Resolution 1373 vom 28.09., also 17 Tage nach 9/11, ging der Sicherheitsrat noch sehr viel weiter. Erneut bezeichnete er sich als allgemein zuständig für Akte des internationalen Terrorismus und erklärte, dass jeder Akt des internationalen Terrorismus als Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit betrachtet wird. Seine Maßnahmen nach Kapitel 7 richten sich an alle Staaten. Und diesmal hat er nach einer Art einer Rahmengesetzgebung geboten, bestimmte Dinge, alle Staaten verpflichtet, bestimmte Dinge anzuordnen und durchzuführen, und zwar die Finanzierung terroristischer Handlungen zu verhindern, das Geldsammeln zu bestrafen, Vermögen einzufrieren, den Geldtransfer zu verbieten, vor Anschlägen zu warnen, klar, die Zufluchtsorte zu verweigern, die Nutzung der Hoheitsgebiete zu verhindern, Unterstützer vor Gericht zu stellen, die Bewegung von Terroristen durch Grenzkontrollen zu verhindern, relevante Informationen auszutauschen, den Missbrauch der Asylbewährung und des Flüchtlingsstatus zu verhindern und dem Sicherheitsrat binnen 90 Tagen Bericht zu erstatten über die eingeleiteten Schritte. Das sind Maßnahmen, die alle zeitlich, räumlich und sachlich nicht begrenzt sind. Die gelten fort. Zur Überwachung wurde dann ein Counter-Terrorism-Komitee geschaffen. Hervorzuheben und ganz wichtig ist, dass diese Maßnahmen zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus friedliche, also nicht militärische Sanktionen nach Artikel 41 UN-Charta sind. Militärische Sanktionen hat der Sicherheitsrat vermieden, offensichtlich, weil die Terrorakte keinem Staat zuzurechnen waren. Der Sicherheitsrat ging noch einen Schritt weiter bei den Bombenattentaten von Madrid 2004, obwohl er ebenso wie die spanische Regierung die Verantwortung der ETA unterstellte, was ja nicht richtig war, wie sie später herausstellte, und damit keinen internationalen Terrorismus annahm, sah er sich als zuständig an und ging nach Kapitel 7 vor, in dem er die terroristischen Anschläge als Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit bezeichnete. Hier fehlt das Wort international. Er postulierte die Verpflichtung aller Staaten, die Drahtzieher der Anschläge zu überführen und vor Gericht zu stellen. Die Inanspruchnahme einer Allzuständigkeit bei terroristischen Anschlägen, und das ist eine wichtige Sache, wird ergänzt durch die Resolution 1540, mit der die Weitergabe von ABC-Waffen als Bedrohung für den internationalen Frieden bezeichnet wird und die Staaten einen umfangreichen Pflichtenkatalog bekommen. Das sind die Resolutionen, die ich zitieren wollte. Kritik wegen der fehlenden Einhaltung der menschenrechtlichen Standards haben den Sicherheitsrat in späteren Resolutionen bei der Bekämpfung des Terrorismus dazu veranlasst, die Menschenrechte stärker hervorzuheben. Und die kritischen Entscheidungen verschiedener regionaler Gerichte in den Staaten und Regionen wegen des fehlenden Rechtsschutzes führten schließlich zur Einrichtung eines Ansprechpartners und verbesserter Anhörungsmöglichkeiten. Und 2009 hat der Sicherheitsrat schließlich das Amt einer Ombudsperson eingerichtet. Das wurde dann 2011 im letzten Jahr nochmal deutlich aufgewertet. Und bereits im Juni 2010 ist die ehemalige Richterin am Strafgerichtshof Kimberly Prost zur Ombudsperson ernannt worden. Beschwerden können Sie per E-Mail einreichen bei ihr. Die Definitionshoheit, das ist ein weiterer Kritikpunkt, die Definitionshoheit des Sicherheitsrates, was er als Terrorismus ansieht und was nicht, ist zu Recht kritisiert worden. Hinzu kommt die fehlende gerichtliche Kontrolle, denn kontrolliert werden können die Anordnungen des Sicherheitsrats erst in der Phase ihres Vollzuges durch die vom Sicherheitsrat verpflichteten Staaten. Dann können sie von nationalen und regionalen Gerichten überprüft werden. Setzen diese dem Sicherheitsrat Grenzen, so wird er das nicht unbeachtet lassen. Also zwingen können sie ihn nicht, aber wenn sie ihm Grenzen aufzeigen, dann wird er das nicht unbeachtet lassen, denn er ist ja beim Vollzug seiner Maßnahmen auf die Staaten angewiesen.
Nun zu den Möglichkeiten, die der Sicherheit nach der UNO-Charta hat, im Falle von Terrorismus vorzugehen. Diese Möglichkeiten sind in 41 geregelt und umfassen. Zwar nennt die UN-Charta nur die Unterbrechung von Wirtschaftsbeziehungen, und zwar des Eisenbahn-, See- und Luftverkehrs, der Post-, Telegrafen- und Funkverbindungen sowie sonstiger Verkehrsmöglichkeiten und den Abbruch diplomatischer Beziehungen. Doch klar ist, dass Artikel 41 den Einsatz aller denkbaren nicht-militärischen Mittel ermöglicht, um auf einen Staat, der die Friedenspflichten nicht beachtet, Druck auszuüben, wie gegen Libyen im Falle von Lockerbie, oder um allgemeine Maßnahmen quasi gesetzgeberischer Art anzuordnen, wie nach 9/11 durch die Resolution 1373. Militärische Sanktionsmaßnahmen nach Artikel 42 darf er nur subsidiär einordnen. Die Frage, ob die Terrorakte bestimmten Staaten zuzurechnen sind, lässt sich häufig auch für den Sicherheitsrat nicht beantworten. Das mag der Grund dafür sein, dass er die Terroranschläge meistens dann als Akte der Kriminalität bezeichnet, die sie auch sind, und die Staaten dazu auffordert, die Täter, Organisationen und Förderer vor Gericht zu stellen, also mit Sanktionen der Zivilgesellschaft zu reagieren. Nun zu den angegriffenen Staaten. Die mit den Terroranschlägen angegriffenen Staaten können sich durch Selbstverteidigung nach Artikel 41 UN-Charta gegen die Staaten zur Wehr setzen, denen nachgewiesen werden kann, dass sie den Terror veranlasst und gefördert haben. Die Frage, ob die im Oktober 2001 begonnene Operation Enduring Freedom und der Angriff auf Afghanistan mit dem Völkerrecht vereinbar sind, lässt sich eindeutig beantworten. Denn obwohl sich die USA bereits kurz nach den Terroranschlägen mehrmals um eine Resolution des Sicherheitsrats bemüht hatten, die einen Angriff auf Afghanistan autorisiert hätten, hat der Sicherheitsrat in allen Resolutionen es eindeutig vermieden, Militärsanktionen, Militäraktionen zu beschließen. Er hat stattdessen alle Staaten aufgefordert, zusammenzuarbeiten, um die Täter, Organisationen und Unterstützer vor Gericht zu bringen. Der Sicherheitsrat hat der USA im konkreten Fall auch kein Selbstverteidigungsrecht zugebilligt, was wir behauptet haben. In den Einleitungen seiner Resolution 1368 und 1373 hat er lediglich allgemein, ich zitiere, das naturgegebene Recht der Selbstverteidigung im Einklang mit der Charta bekräftigt. Dieses in Artikel 51 Charta geregelte Recht steht einem angegriffenen Staat nur zu, bis und solange der Sicherheitsrat die zur Friedenssicherung erforderlichen Maßnahmen getroffen hat. Das ist aber bereits geschehen mit den Resolutionen 1368 und 1373, beides im September. Darüber hinaus lagen auch die Voraussetzungen einer Selbstverteidigung gar nicht vor, dieses Rechtes gar nicht vor, denn der Angriff war abgeschlossen, die Täter tot, die Gefahr weiterer Angriffe war nicht belegt worden, ebenso wenig wie die Mitverantwortung des Staates Afghanistan. Und der Präsident, der George W. Bush, muss das auch gewusst haben, denn ich erinnere mich, dass er in seiner ersten Fernsehansprache unmittelbar nach den Anschlägen angekündigt hat, die USA werden die Täter ermitteln und vor Gericht stellen. Nicht mehr. Aber bereits in der nächsten öffentlichen Erklärung ging er auf Kriegskurs. Werden Staaten Opfer terroristischer Angriffe, die sie keinem Staat zurechnen können, und so war das in diesem Fall, gibt es nur den Weg über polizeiliche Ermittlungen und Maßnahmen der Justiz. Die Anrufung des Internationalen Gerichtshofs ist ausgeschlossen. In diesem Zusammenhang werden die zahlreichen internationalen Abkommen bedeutsam, die zur Bekämpfung des Terrorismus, der Piraterie, zum Schutz der Zivilluftfahrt und von Diplomaten und so weiter abgeschlossen sind unter den Staaten. Das sind völkerrechtliche Verträge. Es gibt 14 oder 12 oder 14 davon. Ein kurzes Wort zur UN-Generalversammlung. Man fragt sich, warum das Parlament der Welt da so machtlos ist, aber es ist nicht vorgesehen, nicht mit Rechten ausgestattet. Denn sie sind auch bei Terroranschlägen völkerrechtlich nicht berechtigt, der Staatengemeinschaft durch Sanktionen bestimmte Verhaltensweisen vorzuschreiben. Selbst im Falle der Lähmung des Sicherheitsrates durch einen Vetostaat, Sie kennen das, gibt die Möglichkeit einer Uniting for Peace Resolution, die im Koreakrieg eine Rolle gespielt hat, der Generalversammlung heute nur noch die Möglichkeit zur Einberufung einer Notstands-Sondertagung. Die UN-Generalversammlung hat natürlich allerdings völkerrechtlich nicht verbindlich die Möglichkeit, Grundsätze zur Verhütung und Bekämpfung terroristischer Akte aufzustellen, haben sie auch gemacht, Empfehlungen abzugeben
und sie haben eine zahlreiche Antiterrorkonventionen vorbereitet und gefördert. Die Frage ist, ob diesem mächtigen Organ Sicherheitsrat rechtliche Grenzen gesetzt sind. Jein. Artikel 39 UN-Charta gewährt dem Sicherheitsrat kein rechtlich unbegrenztes Ermessen, das Vorliegen von Situationen festzustellen, in denen seine Zuständigkeit liegt. Denn die in Artikel 39 verwendeten Begriffe sind Rechtsbegriffe, also überprüfbar. Rechtsschutz gibt es jedoch nicht. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag besitzt keine Kompetenz, die Einhaltung der Satzung durch andere UN-Organe zu kontrollieren. Er kann nur um Rechtsgutachten gebeten werden und auch das nur durch andere UN-Organe. Wenn UN-Mitgliedstaaten die Auffassung vertreten, Maßnahmen des Sicherheitsrats seien rechtswidrig, so können sie diese nicht unmittelbar anfechten. Sie haben nur die Möglichkeit der indirekten Rechtskontrolle auf der Ebene der Mitgliedstaaten, die die Resolutionen dann ausführen. Dann stehen zwei Staaten gegeneinander und die können klagen vor dem Internationalen Gerichtshof. Das Problem, das ist vielleicht nicht mehr ganz so, doch heute wird es auch wieder aktuell, das Problem, dass der Sicherheitsrat durch den Einspruch auch nur eines der 5 Vetomächte an dem Einschreiten gehindert werden kann, lässt sich nicht lösen. Vorschläge, die UN oder Einrichtungen der Vereinigten Staaten zu reformieren, sind im Konfliktfall wenig hilfreich. Eine Änderung der UN-Charta müsste von allen 193 UN-Staaten mühsam ausgehandelt, unterzeichnet und im Einzelnen ratifiziert werden. In dieser Hinsicht ist wenig zu erwarten. Kommt also durch ein Veto kein Beschluss zustande, dann erhält das Selbstverteidigungsrecht des angegriffenen Staates wieder größere Bedeutung. Und rechnet dieser einen Terroranschlag einem anderen Staat zu und setzt sich ihm gegenüber zur Wehr, so kann eine rechtliche Überprüfung nachträglich durch den IGH stattfinden. Kommen wir auch gleich zum Schluss. Also, ich möchte zusammenfassen, dass eine Alternative zur Einhaltung und Stärkung des UN-Systems es nicht gibt. Und es ist viel vorgesehen, um mit zivilen, nicht militärischen Maßnahmen jedenfalls auf Terror zu antworten. Andere Kriege waren nicht mein Thema heute, sondern es war nur der Terrorismus international. Die andere Alternative wäre das Willkür, Gewalt und das Recht des Stärkeren sich durchsetzen. Was kann die Friedensbewegung tun? Beschwerden bei der Ombudsperson einlegen. Dann besteht die Möglichkeit, innerstaatlich der Durchführung bestimmter Maßnahmen Steine in den Weg zu legen. Würde die Bundeswehr zum Beispiel im Rahmen eines von dem Sicherheitsrat ermächtigten Antiterroreinsatzes unberechtigt militärische Gewalt einsetzen, so sollte der Rechtsweg vor die Verwaltungsgerichte oder das Verfassungsgericht geprüft werden. Das Gleiche gilt natürlich für möglicherweise grundrechtswidrige Ermittlungs- oder Verfolgungsmaßnahmen, von denen es auch eine ganze Menge gegeben hat. Strafrechtlich können die Mitglieder der Regierung wegen Führung eines Angriffskrieges allerdings nicht verfolgt werden. Und das ist eigentlich ein Skandal. Denn im Völkerstrafgesetzbuch ist die Führung eines Angriffskrieges nur als künftiger Straftatbestand vorgesehen. Und die Konkretisierung scheitert bisher daran, dass sich die Staatengemeinschaft nicht auf eine gemeinsame Definition der Aggression einigen konnte. In Deutschland ist das Gebot von Artikel 26 Grundgesetz, den Angriffskrieg strafrechtlich zu ächten, vom Gesetzgeber völlig unzureichend umgesetzt worden. Nach § 80 Strafgesetzbuch ist lediglich die Vorbereitung eines Angriffskrieges, nicht jedoch die Führung oder Beteiligung daran strafbar. Ja, es ist unglaublich. Also das ist wirklich ein Skandal. Sie haben sich geschützt, weil sie wussten, sie selber kommen in Gefahr. Darüber hinaus bleibt nur der Weg, auf die öffentliche Meinung und die Politik Einfluss zu nehmen, wobei ich meine, dass der Prozess des Fact-Finding, das heißt die sorgfältige Ermittlung und Feststellung der Tatsachen, mit denen das Einschreiten begründet wird, besonders sorgfältig geprüft wird. Das ist ein sensibles Thema, denn bekanntlich stirbt die Wahrheit im Krieg als erstes. Und als letzter Satz zudem dürfte die Aufdeckung und Behebung der vielfältigen Ursachen des Terrors nachhaltiger wirken als alle UN-Sanktionen. Danke Ihnen. Macht und Kontrolle, schreibt darüber verständlich und klar, um schließlich Positionen für die Benachteiligten, Unterlegenen und Opfer von Ungerechtigkeiten einzunehmen. Zitat Ende. Frau George, Sie haben das Wort.
Guten Abend, meine Damen und Herren. And I'm afraid that's all the German there will be. It's a great honor to be at this 10th anniversary Friedenskonferenz, and particularly because, as you were reminded, I was asked to the first one, so I must have said something worthwhile, and I hope that tonight I will be able to do the same because they've asked me back. So that's a challenge, but a very great honor, and I'm delighted to be here. Let me tell you why I am here first, which really is my conclusion. I wanted very much to come, and I said yes immediately when I received the invitation, because I feel very deeply that we are now in the most dangerous period of human history. This may sound exaggerated, but this is really my sense. And unless all forces against these dangers are united, we may very well lose. And that's why I'm here, because I'm going to ask every one of you to respond to this crisis in a particular way, which I will try to tell you at the end. Why is this the most dangerous period in human history? Most of you, perhaps if you're my age, you joined the peace movement with the Cold War. And that was a very scary period. The rivalry between the United States and the Soviet Union was terrifying, and the nuclear race was terrifying. And everyone who joined the peace movement then was absolutely right to do so. So you may feel that I'm a little bit crazy if I say that maybe the Cold War was not as bad as what we have today. Why? Because in geopolitical terms, there was no place on Earth which was unimportant during the Cold War, because every place in Africa or Asia or Latin America, I don't care where, could become a base for the Soviet Union or for the United States. It could become a center of gravity, a means of influence for one power or the other, but the other power could not afford to neglect those places either. And that was why we had so much importance placed on development aid, on keeping everyone in one great big global family and helping everyone to emerge from poverty. It was against this Cold War background that happened. And it was because of this two-power rivalry that we lived in this kind of configuration. Well, for the last 20 years, it has become clearer and clearer every day that we are in a completely different geopolitical situation today. Today, I'm sorry to say, there are plenty of places on Earth which are totally unimportant. They don't count strategically, and the people in them don't count very much. This is the scary part too, because capitalism has won. Once the wall was down in Berlin, capitalism spread across the earth with breathtaking speed, and now there are only a few islands, and not very happy ones either, like North Korea, that say blatantly, we are not capitalist. But globalization, capitalist, neoliberal globalization has also won. And I never use the word globalization by itself. It has to have an adjective with it. I usually say neoliberal globalization,
Because if you just say globalization, it sounds as though it means that we are all together, happy and hand in hand, and going towards the promised land all together. And nothing could be further from the truth. Because globalization is a machine to exclude. It is a machine to exclude regions, to exclude states, and above all, to exclude people. And I do not want you to think I am cynical, because this is part of my fear and of my concern. But let me tell you that just looking coldly at where we are now, there are hundreds of millions of people in the world who do not count, who are superfluous, who have no interest for capitalism because they don't produce anything that the world economy wants, and they don't consume enough to count. And in this kind of a situation, we have now reached crisis point. We have reached the point where a very few people, whom I call the Davos class, they are the people who met last week in Davos. I'm not saying individually that they are horrible people. I don't know them. Maybe morally they're very kind and pleasant. But as a class, they are always going to defend certain interests. And these millions, these hundreds of millions of people who are superfluous, they don't care. Those people and those interests and their system takes the best and leaves the rest. So, our period, because of the crises, which are all converging, and I'm going to say something very brief about each one of them, we are in a period which is even more frightening than the Cold War, in my view. First, we've had, as you all know as well as I do, the financial crisis, which is in reducing living standards everywhere, where people who had absolutely nothing to do with producing this financial crisis are being made to pay for it, in Germany as well as the rest of Europe, but also in other parts of the world. I call it a moral crisis as well, when the innocent are punished and the guilty are rewarded, as our financial wizards and geniuses have all been rewarded for plunging us into the worst financial mess since the 1930s. But it isn't just that this has happened and that 200 million people are unemployed in the world, as the International Labour Organization tells us. It is also that this contributes to violence and to instability and to conflict. You know that when all the money started to go rotten on the subprime market, billions were pulled out of those products and they were put into commodity speculation on wheat, corn, rice, soya, and other food commodities. And the result was the doubling, sometimes the tripling, of the prices of those basic foodstuffs. And when you're already paying 70 or 80% of the very little income that you have, and you're paying for food with that meager income, then when the prices double or triple, you have no recourse. So what happened in 2008, there were food riots in 30 to 35 countries. And those riots took place for the first time in history, because famine usually strikes the countryside, and famine is usually a highly localized phenomenon. But this wasn't. This was first of all on the peripheries of cities, peopled very often by ex-peasants,
And it happened all over the place simultaneously because of the price of food, which was a result of financial speculation in New York, Chicago, and London, which had nothing to do with those people and cared nothing about them. So when the price of wheat goes up, by 31% in a single day in March of 2008, you know you are not in a normal period. And in 2011, the prices are a little bit higher than they were in 2008. Second very, very big crisis, inequality, which brings out the worst in people. The more there is a tiny sliver, a tiny fringe of people at the top who are making millions, and the people at the bottom are feeling looked down upon, they are feeling neglected. Income and inequality, it's not so much a question of who has what, so long as you don't feel that you are really being left behind. If you have, if most people have, maybe somebody has 10 times as much as you do, but if you don't feel you're being left out of your society, you can live with that. But what we have now, people are not living with it. And it brings out the worst. And statistically, and I could give you many, many examples, but statistically, what we know about inequality is that the most unequal societies have more delinquency, more criminality, higher prison populations, more homicides, etc., etc. We are also, of course, in the worst climate crisis, and here my fear is multiplied, the worst climate crisis that mankind has ever known. It is particularly worrisome because we are now 7 billion people in the world, and it is probably, of all these crises, the greatest threat to peace and stability. I am not the only person, obviously, who knows this, because the official conference is discussing this issue. It came to the agenda in 2008 when Javier Solana, who was then the equivalent of the foreign minister of Europe, put it on the agenda by talking about climate and security and speaking of climate as a threat multiplier. He also uses the words a threat amplifier or a threat accelerator, but in any case, what climate does, climate change creates complications for European interests. The Pentagon then, in its triennial defense review, also elaborates on the subject of climate change. But what is very interesting, if you like, is that nobody wants actually to say that they are going to have to use authoritarian measures to deal with the consequences of climate change. And they aren't even trying now to contain climate change. They are only dealing with those consequences. But they're not dealing with those consequences in an open way. It's not being discussed. It's not, maybe it's on the table at this official conference, but I think it's probably going on behind closed doors, because what is happening is that we know that there will be innumerable migrants, people who will be forced out of the places they live now because they simply cannot exist there anymore. We know that there will be resource wars. The Arctic is being denuded of ice. The passage is now, the Arctic Passage is now open 3-4 months of the year. Huge resources of petroleum are being uncovered. Russia has already planted its flag. Canada and the United States will have an interest, and so will Europe, in that area. What's going to happen? We don't know. We don't know what the European Frontex agency intends for the migrants. What are they going to do? Line up the troops at the border and machine gun these migrants who try to get into Europe? And there will be a great many of them.
we have food wars already, because 2008 taught governments that if they couldn't be self-sufficient in food, they should go somewhere else and grab somebody else's land and produce on that. And this time it's not just the West, it's also Saudi Arabia, it's the Gulf states, it is China to some degree. Lots of others are getting into this game, but that means that millions in Africa in particular, but not only, are being dispossessed. We have water wars, we have companies trying to get control over the water supply. All of these things are creating new instabilities and new reasons for conflict. We will have extreme weather events. We already know that. They are already happening. The consequences of those, of course, are going to hit poor people. They're going to hit women harder. They're going to hit, well, it will be a class phenomenon, as we've already seen in Pakistan, Bangladesh, when Russia was burning last summer, etc. And how are our states going to respond? Well, from what I hear, they are developing their response, but they're not telling us about it. And most of that response, because people they know are not going to suffer quietly forever, and people will protest. And how are they going to meet these protests? Well, with what they call non-lethal weapons. Sounds very nice, they don't kill you. Non-lethal weapons are weapons designed not to kill you, but from a great distance, even from a satellite sometimes, they can blind you, they can make you deaf, they can make you vomit for hours. There are a lot of extremely nasty, extremely unpleasant weapon systems under development, which are going to be used as part of the state violence arsenal, but they will be used not just against foreigners. They will also be used against anyone who dares to protest. So, the reason I'm here, and what I really want to say to you with as much force as I can tonight, is that unfortunately, the many movements, the alter globalization movement, the ecological movement, the trade unions, don't necessarily know the peace movement people. This is my case. I travel quite a lot. Once I went to The Hague for a big peace conference. There were hundreds of organizations there. They had their publications, they had their tables out, they had their activities, and I thought, I know about 3 of these organizations. We haven't got together enough. We have not yet started to work together. And so I am here because I fear for the future of all of us, because the Davos class doesn't really worry that much about climate change and resource wars. They know that they can probably survive because they can have gated communities, they can have their own, they can move to Swedish islands if they need to. They don't have to go to Saint-Tropez or Ibiza in the summer. They can have private armies if they need them. They'll be okay. And we can see from Copenhagen, from Cancun, and just recently from Durban, that they don't really intend to do much about this. The oil interests are too strong, the vehicle interests are too strong, and they're not going to hit out to do anything serious about the carbon economy. So to sum up, I want to point out that we were really at the center of several converging crises. All of them threaten peace and all of them threaten human security. The climate crisis is going to displace innumerable people, and it will have other impacts that we haven't even thought of yet. The financial crisis has created innumerable
unemployed people, young people feel that they haven't got much of a future. They are giving more and more reasons to populations everywhere to say, well, they don't care about me, why should I care about anything? I am just going to go ahead and get what I can while I can. Notions of human solidarity are being degraded by this crisis and by the inequality crisis as well. I think many of our societies in Europe, but you can start with Greece, which could erupt at any time, they feel that there's no hope for themselves, for their families, for their countries, for their future. And in this context, people can and will decide that they're not going to sit there and take it anymore. And they will react. And the state, I fear, will meet them with increasing violence. And that is why, although it may seem that our goals are different, I happen to be honorary president of Attaque France. That's been my main social movement concern, but I used to be on the international board of Greenpeace. I'm very concerned about the environment, but all of our movements, let's say you have peace and conflict issues are your main circle of concerns, and that's fine because we need you desperately. And maybe mine are neighboring, but they're more like that. But in all of our circles of concern, we can find those two arcs that show that we have a common ground that we can and must build on together. We have to identify those issues, and the way to do that is to come and talk to each other, the way I'm trying to do this evening. Identify those concerns, figure out how we can build on them together, because we don't really represent different interests. We represent the great mass of the people. We have the numbers, we have the ideas, we know what needs to be done, we even know how to do it, and collectively we even have the money, collectively. So what I am saying is that our goals are all part of the same vision for a better world, and I hope that tomorrow and all the tomorrows that follow, you will want to go out and reach out to the Greens, to the women's organizations, to the farmers, to the small and medium enterprises that can't get credit and are failing, at least they are in many parts of Europe, to all kinds of social movements, trade unions, etc., and simply say to them, let's work together. How can we do it? Dankeschön. Bevor wir nun in eine 15-minütige Pause gehen, möchte ich hinweisen auf die Stände der Trägerorganisationen dieser Friedenskonferenz. Es sind dies die Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen, Pax Christi, Internationaler Versöhnungsbund, Naturwissenschaftlerinneninitiative, das Netzwerk Friedenssteuer, die Projektgruppe Münchner Sicherheitskonferenz verändern, der Kreis Jugendring und das Netzwerk Gewaltfreie Kommunikation. Lassen Sie sich draußen an den Ständen inspirieren von den Materialien. Am Ausgang, an den Seiteneingängen, stehen nun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Konferenz mit Zetteln in den Händen. Sie können Ihre Fragen auf diese Zettel schreiben und wenn Sie wieder hineinkommen in den Saal, geben Sie die Karten mit Ihren Fragen bei diesen gleichen Mitarbeiterinnen wieder ab. Zum Ende der Pause wird
die Klingel im Foyer ertönen und ich darf Sie dann bitten, wieder hierher in den Saal zu kommen zum zweiten Teil des Abends. Gute Pause.